Herzlich willkommen, liebe TV-Interessierten. In den nächsten Minuten möchte ich euch einmal den Philips OLED 903 vorstellen. Hierbei soll es gar nicht jetzt großartig um Bildanalyse, Pixelverschiebung etc. gehen, sondern ich möchte mal einfach mich auf die Kernfunktion beschränken und ein paar Features vorstellen von dem TV-Gerät. Wer natürlich mehr in die Tiefe reingehen möchte, für den habe ich hier an den entsprechenden Stellen hier unten in der Beschreibung und hier oben links in der Ecke unseren ausführlichen Testbericht verlinkt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Ja, zum Fernseher selbst, den gibt es ja bereits seit der IFA 2018, beziehungsweise wurde er dort vorgestellt, ist schon seit einigen Monaten am Markt verfügbar und hat nun vor ungefähr, ja, ich sag mal 3-4 Wochen, also März, April, ein entsprechendes Android TV auf die Version 8.0, also Oreo, genau, Oreo ist richtig, erhalten. Und in den nächsten Minuten will ich euch mal zeigen, wie das ganze Betriebssystem mit dem Fernseher agiert und was man für Möglichkeiten hat von der Usability her. Ja, zwei große entscheidende Merkmale an dem Fernseher selbst, also den gibt es in 55 und in 65 Zoll, ersteres steht hinter mir. Beide Geräte haben hier die markante Soundbar mit integriert, was man in einer Kooperation mit Bowers & Wilkins kreiert hat, also namentlicher oder bekanntermaßen eine große Audioschmiede aus England. Und ja, die klanglichen Leistungen, also ich konnte das ja natürlich schon im Rahmen der Messe und hier jetzt in dem Umfeld schon deutlich hören, sind sehr, sehr gut. Überragend will ich jetzt an der Stelle nicht in den Mund nehmen, also das muss jeder selbst bewerten. Des Weiteren haben wir hier noch ein LG-Panel aus der Generation 2018 verbaut, also noch nicht das neue, das sollte man mit bedenken. Hier an der Stelle noch ein ganz wichtiger Hinweis, es wird zur IFA 2019 noch ein neues Gerät kommen. Das wird der Philips OLED 934 sein, der natürlich nochmals eine potentere Soundbar-Lösung mit integriert bekommen hat, eine Art Sockelleistung. Ich habe hier an der Stelle noch ein paar Überblendungen und noch einen Link hinzugefügt. Gleiches gilt natürlich auch für die OLED-Geräte der 2019er Generation 804 und 854. Gehen wir mal weiter zur Optik und Gestaltung des gesamten Geräts. Also wir haben hier wirklich ein sehr, sehr feines, rahmenloses und wirklich nicht tiefes Gerät hier präsentiert bekommen, was natürlich halt auch dem LG-Panel geschuldet ist oder ja, was man dankend annimmt. Im vorderen Bereich haben wir natürlich die angesprochene Soundbar-Lösung hier, die sich mit einem sehr, sehr feinen Stoffbespann bedient und entsprechend auch einer Hoch-Mitteltief-Konstruktion inne hat. Also wir haben hier vorne zwei Chassis. Ich zeige das nochmal hier in Überblendung. Das haben wir an anderer Stelle schon gesehen und auch ausprobieren können. Ja, versehen hat und eine Gesamtleistung von 50 Watt mit an die Hand bekommt. Ja, ich hatte es einleitend schon gesagt, das kommt hin, glaubt es mir, es klingt wirklich, wirklich gut. Auf der Rückseite haben wir eine Passiv-Aktiv-Membran-Kombination und die sorgt halt für entsprechend Tiefgang. Im Praxistest waren wirklich gute, hochwertige, also nicht hochwertige, sondern hohe Pegel möglich. An anderer Stelle wurde auch schon kritisiert, dass das Gehäuse nachklingt, nachklirrt, also immer so einen leichten Nachhall-Effekt hat. Ich denke mal, das ist auch entscheidend, was man für einen Untergrund hat. Das ist hier relativ massive Tischplatte, die ich hier aufgelegt habe. Das klingt gut, sehr gut. Um das mal vielleicht noch ein kleines bisschen ausführlicher zu sagen, das ist für mich persönlich das Beste, was ich in einem Soundbar-Bereich gehört habe bis dato. Vielleicht noch vergleichbar mit der OLED-Generation von Panasonic, die halt mit der Technics-Tuned Soundbar ausgestattet sind. Preislicher Vorteil, den man hier erlangt, man muss halt wirklich nicht nur unbedingt eine große Soundbar samt Subwoofer mit sich zusätzlich kaufen. Ja, viel geredet, wenig Praxis, das möchte ich mal ändern. Wir haben hier die ganze Zeit schon ein statisches Bild laufen lassen, das hatte ich jetzt über Netzwerk-Share im Vorfeld schon mal eingestellt. Ich gehe mal direkt in das Google Home-Menü rein, habe hier auch die Home-Taste und viele werden sicherlich diese Ansicht hier schon mal gesehen haben mit den Ribbons. Ich habe das jetzt so noch extra nochmal probiert, nicht, dass ich Quatsch erzähle, also ich habe das jetzt im ersten Moment nicht variieren oder verändern können. Wenn ich jetzt zusätzliche App starten möchte, dann gehe ich hier in diesen Button rein und kann dann halt die große Auswahl derer starten und das geht auch relativ flott. Ich nehme jetzt mal die ZDF Mediathek. Ist auch immer eine Eigengeschichte, wie schnell das Ganze ist und so weiter. Ich denke, das ist hier akzeptabel. So, gehen wir mal wieder in das Home-Menü rein. Also wir haben hier oben im oberen Bereich, ich werde das auch noch mal ein bisschen reinzoomen jetzt, hier die Eingangsauswahl. Ich habe natürlich auch Tasten dafür auf der Fernbedienung. Wir sind jetzt hier, wir haben natürlich die HDMI-Anschlüsse, USB-Medien, also über einen USB-Port kann ich mir natürlich was reinziehen, beziehungsweise auch dann meine Aufnahmen aufrufen. Gehen wir mal ins Netzwerk rein. Also wir sind hier schon an dem Zielpfad, was ich eingangs gesagt hatte. Ich gehe mal ganz nach vorne. Man sieht, es ist wirklich zügig. Ich habe hier wieder die besagte MyCloud NAS, die wir an anderer Stelle schon mal vorgestellt hatten. Navigiere mich mal ein bisschen durch, gehe mal zu den Videos, kann das ja dementsprechend sortieren hier. Also etliche werden es sicherlich schon mal gesehen haben, also da muss ich nichts Neues erzählen. Habe hier ein paar Videos von Philips schon mal vorbereitet. Nehmen wir mal das jetzt hier, das passt thematisch ganz gut. Startet gleich.
Ton lassen wir mal weg an der Stelle. Gehen wir mal wieder ins Home-Menü rein und ich möchte euch mal durch die Einstellungen kurz mitnehmen. Die sind Philips typisch sehr, sehr umfangreich wieder. Ich hoffe, man kann das hier gut erkennen. Ich sitze jetzt natürlich wieder ein bisschen ungünstig. Ich will es gar nicht zu sehr vertiefen. Das, was ich aufgefasst habe und auch erfahren habe in den letzten Jahren, ist Philips wirklich für ein sehr, sehr scharfes Bild bekannt, hat entsprechende Bildprozessoren und Optimierung mit integriert und wer das mag, der sollte das definitiv in Augenschein nehmen und sich das mal anschauen. Wer natürlich wieder auf eine etwas natürlichere, ungefilterte Bildwiedergabe steht, der könnte vielleicht doch mal eher zu einem anderen TV-Gerät überschwenken. Das sind aber wirklich subjektive Einschätzungen, ganz grob in dem Moment. Gehen wir mal zum Ambilight, hatte ich eingangs gesagt, also wir haben hier ich hoffe die Kamera fängt das ein, sehr viele Möglichkeiten das einzustellen. Ich habe auch Hotkeys dafür auf der Fernbedienung. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, das zu zeigen, aber ich skippe mal kurz und da bin ich auch wieder. Ich habe mal schnell ein Video eingestellt. Also man kann direkt im Live-Bild oder im TV-Bild, wo man ist, halt seine Einstellungen vornehmen. Ich überblende das nochmal, das macht sich besser, um das auch mit den Farben zu zeigen. Ja, die ganzen Settings vornehmen. Also hier ist für jeden was dabei, das nur in aller Kürze. Kommen wir noch mal ganz kurz zu den Einstellungen vom Fernseher. Ich möchte noch mal speziell auf die Zwischenbildberechnung eingehen. Also das nennt sich hier unter dem Punkt Bewegung ist das erstmal zu finden und Perfect Clear Motion. Je nachdem welchen Inhalt man hinzufügt oder dem Fernseher einspeist, wird es automatisch schon gesetzt. Der Fernseher ist halt natürlich sehr auf Zwischenbildberechnung aus. Also im Reiter Maximum kommen wir auf 120 Hertz oder werden 120 Hertz dargegeben, was natürlich auch zur Artefaktbildung führen kann oder subjektiv führt. Gleiches gilt auch für entsprechende Bildverschärferer, so nenne ich das jetzt mal ganz subtil. Guckt es euch selbst an. Ich persönlich mag das. Das ist auch wirklich eine subjektive Geschichte. Andere springen vom Dach. Natürlich nicht zu vergessen in der ganzen Auflistung ist die Tuner-Funktion. Ich habe jetzt hier schon mal das Bild vorbereitet, ich habe das angehalten. Mittels einer externen Festplatte oder USB-Stick könnt ihr auch Aufnahmen programmieren. Also es gibt da so gewisse Regularien, die ihr einhalten müsst. Mindestens 32 GB sollte der Stick haben. Da kann man auch Timeshift anwenden. Entsprechend hier an der Stelle, ich mache das nochmal in Detaileinblendung hier rein, bekommt man hier die Senderübersicht, auch grafisch ein bisschen aufbereitet. Philips typisch, kann man natürlich auch wieder seine Favoritenleisten anlegen. Und dementsprechend natürlich seine Lieblingssender schneller finden, als wenn ich jetzt irgendwie 2000 Sender abgrasen müsste. Auch vorhanden ist ein TV-Guide, der zeigt mir wirklich alles recht schnell, zügig an, also ich muss nicht wie an anderer Stelle ewig lange warten. Kann hieraus auch direkt meine Aufnahmen programmieren, also ich nehme jetzt mal, gut, Privatsender wäre jetzt keine gute Idee, ich bleibe jetzt mal bei den öffentlichen. Und direkt anhand dieser kleinen Uhr zeigt er mir das an, okay, die Aufnahme ist programmiert, bekomme auch dementsprechend sofort eine Information. Ich denke, das Ganze, so wie man das sieht, das lasse ich jetzt mal ein bisschen unkommentiert, ist vollkommen ausreichend. Gehen wir mal ein bisschen ins Detail noch in die Tiefe. Also wir haben hier wieder den sogenannten P5 Picture Prozessor mit eingebaut, den man auch aus anderen Philips-Serien her kennt. Es ist noch nicht die zweite Generation dieses P5, was wir ja an anderer Stelle schon bei den 2019ern OLED gesehen haben. Dolby Vision, komme ich mal gleich zum nächsten Thema, HDR-Standards wird es hier vermutlich, und ich bin mir eigentlich zu 98% sicher, nicht als Update geben, weil das ja aller Wahrscheinlichkeit nach hardwarebasiert ist, dieses Upgrade. Wir haben hier HDR10 Plus und HDR10 und all die ganzen Standards und HDR-Abstufungen, die es in dem Umfeld gibt. Ein Punkt, der vermutlich mit jeder TV-Generation immer wichtiger wird oder oftmals auch unterschätzt wird, ist der Fernbedienung an sich. Philips macht es clever und liefert direkt zwei gleich mit. Also ich habe jetzt hier mal die Standard-Fernbedienung, die ja, wie soll ich sagen, mit einem doppelseitigen Layout versehen ist. Auf der Vorderseite haben wir ja ein relativ klassisches, keine Pointer- oder Spracheingabefunktion, was auch immer. Auf der Rückseite habe ich hier eine vollwertige Tastatur, also das kennen ja Philips-Nutzer oder auch andere vielleicht schon aus älteren Generationen. Und die Fernbedienung an sich ist relativ clever. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die eine Seite nutze, wird die andere deaktiviert, dass man halt nicht fälschlicherweise irgendwas auslöst. Man könnte meinen, konservativ, alt. Ich finde das eigentlich genau richtig, mal eine Abwechslung im Vergleich zu allen anderen, Minimalismus und so weiter. Lassen wir mal da stehen. So, dann gibt es noch die zweite Garde oder die zweite Kategorie, die voll auf Sprachbefehl und Minimalismus aus ist. Hier habe ich wirklich Plus, Minus, also laut, leiser, Home-Navigation und halt elementare Funktionen, um beispielsweise Menüpunkt in Netflix, Amazon Prime etc. zu bestätigen. Dann einer der wichtigsten Feature hier überhaupt drauf ist die Sprachangabe, weil der Fernseher selbst hat ja
eine Chromecast oder eine Google Assistant Schnittstelle, die man direkt bedienen kann und daraus halt, ja, sag ich mal, beispielsweise mit den Hue-Lampen von Philips Raumautomatismen, Beleuchtungsgeschichten etc. anwenden kann. Amazon Alexa ist natürlich auch möglich, aber dazu braucht es ein Drittgerät, beispielsweise wie ein Echo. Das soll es von mir an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel oder zu wenig Informationen mit an die Hand gegeben. Für alle anderen, denen empfehle ich natürlich unseren ausführlichen Testbericht, den ich hier unten in der Beschreibung verlinkt habe oder hier oben jetzt auch nochmal. Und natürlich auch alle anderen Videos, die ihr auf diesem Kanal findet. Schaut euch mal rum. Wir haben eine ganze Menge andere TV-Berichte etc. noch vorbereitet. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und wir sehen uns im nächsten Clip. Macht's gut und bis dann.